2020 war wirklich ein bewegtes Jahr, als wir das Theaterstück Der grüne Weg der Hoffnung uraufgeführt haben im Lübecker Stadtwald. Ergeben hat sich das Stück aus Interviews mit Zeitzeugen und aus den Geschichten, die ich in den beiden Büchern gelesen habe, Treibgut des Krieges und Lübecker Familiengeschichten, 75 Jahre nach Flucht und Vertreibung. In dem jetzigen Film werdet ihr die Zeitzeugenberichte hören können und darauf folgend die Theaterszenen, wie wir es umgebaut haben. Das Theaterstück war aufgeteilt in 4 Akte. Der erste Akt findet statt in der Heimat noch, also in Königsberg. Und dann der zweite Akt beschreibt die Flucht der Flüchtlinge. Der dritte Akt zeigt dann, wie die Flüchtlingslager hier in Lübeck aussahen. Der vierte Akt zeigt die heutige Situation, wie die Kriegsenkel und Kriegsurenkel mit dem Schicksal der Kriegsgeneration jetzt umgehen. Viele der Zeitzeugen fanden das toll, dass sich mal so jemand Junges wie ich dafür interessiert. Und dann haben die sich aber auch wirklich geöffnet, haben mir sehr viele Sachen erzählt, sehr viele Sachen gezeigt. Ein Mann zum Beispiel hat den letzten Brief seines Vaters mir vorgelesen. Dann ist der Vater gestorben. Als der dort war, wurde das ganze Lager gesprengt. So. Und das war der letzte Brief, den der Vater an seine Familie geschrieben hatte, und den hat er vorgelesen. Und mittendrin hat er angefangen zu weinen, hat mir den Brief in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Und das war schon, wow, das ist einfach dieser Mut, den der Mann gehabt hat, mir das trotzdem vorzulesen, mich daran teilhaben zu lassen. Und auch aber dann den Mut zu zeigen, dass er nicht mehr kann und einfach diese Emotionen zu zeigen. Das hat mich einfach total berührt. Das fand ich total toll, dass diese Menschen so viel Vertrauen zu mir hatten. Meine liebe, gute Käthe, so hieß meine Mutter, es findet sich noch heute noch mal Gelegenheit, euch einige Zeilen kommen zu lassen. Mit dem Flugzeug fährt mit Verwundeten eine Helferin von meiner Abteilung nach Wien. Wir sind alle noch gesund und haben noch etwas Hoffnung. Wenn doch nur mal Hilfe von außen kommen könnte. Es geht schon ziemlich viel Beschuss. Es gibt schon ziemlich viel Beschuss. Der Ring wird immer kleiner und enger. Am Ende muss man dann nur noch viel natürliches Glück haben. In Gedanken bin ich stets bei euch. Eben bekomme ich noch einen Brief von dir, vom 16.12.44. Das dürfte wohl zunächst das letzte sein. Das ist das letzte, was ich von meinem Vater gehört habe. Von meinem Vater gehört habe. Schatz, hast du heute Morgen die Zeitung gelesen? Es ist schon wieder so ein Artikel über diesen Hitler, diesen österreichischen Bauernsohn. Jetzt meint er, in eine Großmacht wie Russland einmarschieren zu wollen. Wir werden diesen Krieg niemals gewinnen können. Und am Ende verlieren wir noch alles wegen diesem Idioten. Unser Haus, unser Hof, unsere Heimat. Ja, du magst recht haben. Und du? Jetzt bist du gerade mal 2 Tage wieder bei uns und musst morgen schon wieder fort. Liebes, ich bin Arzt, ich bin in einem Lazarett, mir wird nichts geschehen. Ich weiß nicht, ich habe dieses Mal kein gutes Gefühl. Hey, bitte bleib bei uns. Ich muss gehen, ich habe keine andere Wahl. Papa, ich werde, solange du weg bist,
auf Mama und das Baby aufpassen. Mein Junge, du machst mich so stolz. Also, ich bin jetzt weg, du bist jetzt der Mann im Haus und wenn ich zurückkomme, erzählst du mir alles, ja? Und du passt auf alle auf. Komm her, Junge. Meine Jungs. Mach uns ein bisschen Radio an, ja? Komm, wir gehen Papa noch verabschieden, okay? Alles tu ich aus Liebe, nur aus Liebe zu dir. Nur du machst mich glücklich, du bist meine Welt, du gibst so viel Seligkeit in mir. Guter Mut, du gehst so still.